Ja, hallo, grüßt euch. Hm, Das ist ein Video, um euch ein neues Projekt von mir vorzustellen. Und zwar möchte ich gern einen Flywheel-Generator bauen. Das basiert auf dem Prinzip von ähm, Übersetzung. Und zwar größere Durchmesser von Riemenscheiben zu kleineren Riemenscheiben erzeugen schnellere Drehimpulse. Das ist die eine Sache. Also Übersetzungstechnik in Kombination mit Rotationsgeschwindigkeiten, Rotationsmassen und Fliehkraftspeicherung. Also Kraftspeicherung in rotierender Masse, die sozusagen mit Fliehkraft aufgeladen werden. Und das Prinzip habe ich bei einem, ja, Inder sozusagen gesehen. In gewisser Weise ist das ein Schwungrad hier in der Mitte, aber nur flach gelagert als eine Art Schüssel. Und anwerfen tut man das quasi mit so einem, ja, Nuss-Maulschlüssel, wo man hier oben einen Griff dran gemacht hat. Hier oben ist wegen mir eine 10er Mutter. Und dann dreht man also dieses Rad an. Was passiert dann? Hier in dieser Schale, das ist aus Holz unten gemacht, gekontert von unten und oben mit 2 Metallscheiben, die miteinander verbunden sind, sodass die Holzplatte hier in der Mitte keine große Bewegung machen kann. Und dann ist in diese Schale, es ist Metallsand eingelegt, Metallgranulat. Ich habe mich für Eisenpulver entschieden, weil es auch magnetisch ist. Und je stärker ich also drehe, umso mehr wirkt die Zentrifugalkraft auf die Körnung, auf den Metallsand und wirft den nach außen. Damit wird die Energie, die hier sozusagen eingelegt wird, in diese Fliehkraftmasse, in die rotierende Masse hier gespeichert. Jetzt kommt's. Wenn also ich eine bestimmte Geschwindigkeit hier habe, wo das Potenzial eben hier in diesen Enden gespeichert ist, brauche ich, wenn ich die Nuss dann hier abhebe, nehme ich einen kleinen Motor. Ich habe mir hier einen 5-Volt-Motor, werde ich mir bestellen, oder ist schon unterwegs. Auf den kommt ein Zahnriemen mit einem großen Durchmesser, der hier an dieser Rotationsachse eben einen kleinen Riemen hat, so dass ich hier mit wenig Kraft, und das ist ja der springende Punkt, weil diese zentrifugal ausgerichtete Masse eine unheimliche Trägheit halt hat, Eisenpulver, ne? Braucht es wenig Drehimpuls, um diese Masse in Bewegung zu bekommen. Gleichzeitig aber entsteht auf dieser Achse eine unheimliche Zugkraft, eine unheimliche gute Drehkraft, die bei einer Lichtmaschine, 12 Volt Lichtmaschine, in Strom umgewandelt werden kann. Ja, so sagt der, oder so zeigt eigentlich dieser Inder, von dem ich dieses Konzept sozusagen habe, der hat also mehrere schon davon gebaut, dass also die Energie, die hier unten entsteht, mehr ist als die, die man oben reingeben muss, weil, jetzt kommt's, weil die Anhäufung der Masse in dieser zentrifugalen Ebene hier eine, wie soll man sagen, eine Krafterweiterung oder Kraftmehrung in Bezug auf die Achse hier bedeutet. Und durch die Trägheit entsteht sozusagen dann hier, also Masse, Fliehkraft, Trägheit,
entsteht eben hier ein starkes Drehmoment, ja, der mit wenig Impuls am Leben erhalten wird, aber wo man eine Last anschließen kann, ne, wo man dann schauen kann, hält sich das in der Waage? Kann ich mit diesem Drehimpuls hier, also der ist die Batterie, der Motor hier ist an eine Batterie mit einem Einspeiseregler angeschlossen, und dann ziehe ich also hier von den 12 Volt als Input über den Einspeiseregler das in die 12 Volt Batterie und habe also hier permanent Strom und Drehgeschwindigkeit, die ich über den Potti regeln kann, wo ich gucken kann, wie kann ich diese Drehgeschwindigkeit hier aufrechterhalten, eine hohe Drehgeschwindigkeit, die ich dann im Anschluss mit einer Last versehe, ja, um zu gucken, wie belastbar ist das System und wie viel Output bekomme ich quasi, ohne dass das Rad stehen bleibt. Und ich kann in gewisser Weise die Rotationsmasse eben erhöhen, indem ich Sand reinmache, aber auch indem ich Magnete sozusagen auf die Innenseite dieser Schüssel mache. Also die Holzplatte, die runde Holzplatte hier, ist außen mit einer Stahlblende versehen, die ist angeschraubt. Und da wirft sich also hier in einer Kurve eben der Sand dagegen. Und wenn ich hier Magnete anbringe, dann ist sozusagen die Trägheit nochmal besser gebunden, ne? Also in gewisser Weise könnte ich natürlich das hier auch mit Zementestrich ausgießen, aber ich möchte, dass die Elemente hier, dass der Sand eine freie Fliehkraft entwickelt, dass sich die Aufladung der Masse automatisch sozusagen in die Bewegung nach außen halt zieht, sodass ich sozusagen die Fliehkraftspeicherung hier optimal ausnutzen kann. Also es verstärkt sich sozusagen hier die Energieladung dann einfach auch durch die Flexibilität vom Sand. Okay, schreibt mir mal in die Kommentare, das ist für mich eine sehr low-tech, geile Idee, ja, die ich mir jetzt in der Nacht überlegt habe. Das ist die Seitenansicht, und die Queransicht wäre dann so, dass man hier einfach ein Dreibein baut. Ja, in der Mitte hier dieser Rahmen, den ihr hier oben seht. Und ja, und dann in der Mitte eben diese rotierende Schale. Okay, soweit von mir zum neuen Projekt Flywheel Generator. Macht's gut, tschüss.